Mahlzeit, liebe Freunde der historischen Küche. Ich habe euch heute ein wunderbares Weihnachtsgetränk mitgebracht. Und zwar das Rezept für einen Schlehenlikör. Und was dieser Schlehenlikör mit den Bauern des 17. Jahrhunderts zu tun hat, das schauen wir uns in diesem Video an. Aber zuerst werfen wir mal einen Blick auf die Zutaten. Also, da hätten wir natürlich die Schlehen. Die habe ich vor, ich würde sagen 2-3 Wochen, wo es so stürmisch war, habe ich die tatsächlich gesammelt. Das sollten eigentlich viel mehr werden, aber der Sturm hat alles runtergeschmissen, also musste ich das nehmen, was übrig bleibt. Das sind hier so 1,3, 1,4 Kilogramm Pi mal Auge. Dann kommt natürlich Wodka in den Schlehenlikör. Ihr könnt auch Gin nehmen, ich habe den auch schon mal mit Gin gemacht, das ist auch super lecker. Aber die Erfahrung ist, es muss was Hochprozentiges sein. Der Geschmack kommt nachher nicht mehr ganz so durch, weil die Schnee den Geschmack geben werden. Deshalb nehmt da einfach irgendwas Günstiges, was ihr finden könnt. Wodka, Gin, Doppelkorn, keinen normalen Korn. Und dann sollte das passen. Dann braucht ihr Kandiszucker. Viele nehmen weißen Kandis. Ich stehe eigentlich auf den braunen Kandis. Der gibt noch so ein bisschen karamelligen Geschmack mit in den Likör. Und zwar da nehmt ihr am besten so, da scheiden sich die Geister. Also wenn ihr es sehr süß mögt, nehmt ihr so 250 bis 300 Gramm Kandiszucker zu den 200 bis 300 Gramm Schlehen. Wenn ihr es nicht so süß mögt, entsprechend weniger. Wir werden heute so Pi mal Auge 250 Gramm pro 200 bis 300 Gramm Schlehen nehmen und eine Flasche Schnaps. Dann kommt dazu natürlich ein paar Zimtstangen. Ich mache noch einen Sternanis rein für so einen ganz, ganz leichten Hauch von Anis. Den schmeckt man kaum noch raus später. Macht euch da keine Angst, ist aber super lecker. Dann kommt auf jeden Fall noch eine Vanilleschote rein und ein paar Nelken. Und das war's auch schon. Jetzt können wir im Prinzip die Zutaten in einem Ballon stapeln. Ihr habt den da schon beim Pflaumenmus gesehen, den hole ich mal kurz. Das ist der hier. Und dort füllen wir jetzt im Prinzip die ganzen Zutaten hinein. Dann muss der Likör so Pi mal Auge 6 Wochen ziehen und dann ist pünktlich zu Weihnachten ein leckerer Schlehenlikör fertig. Und immer dran denken, es ist auch ein wunderbares Weihnachtsgeschenk. Ich habe mir heute etwas Spezielles überlegt und zwar habe ich mir gedacht, den historischen Kontext zu den Schlehen und dem Schlehenlikör, den gebe ich euch, während wir den herstellen. Ich denke, dass das ganz cool ist und wir das nicht vorziehen werden, denn sonst gibt es auch nicht viel zu reden, außer dass ich die Sachen hier zusammenschmeiße. Aber ich denke, der eine oder andere, der findet gerade den historischen Background, der in den Rezepten steckt, mega interessant. Deshalb fangen wir an. Also, als erstes kommen die Schlehen in den Ballon. Bei den Schlehen müsst ihr wissen, dass man die schon in der prähistorischen Zeit tatsächlich gefunden hat. Und zwar wurden die Kerne da zum Schmuck verarbeitet. Also man hat sie genutzt. Ja, und dann hat man tatsächlich auch Tongefäße genutzt oder gefunden, besser gesagt, wo Reste von Schlehen enthalten war. Was ein Zeichen dafür ist, dass man sie schon ganz, ganz früher tatsächlich auch schon als Nahrungsmittel genutzt hat. So, vielleicht nochmal ganz kurz dann zum Schlehenlikör selber. Also der ist bekannt geworden so im 17. Jahrhundert als Sloe, ich weiß gar nicht, wie man es genau ausspricht, Gin. Und das ist historisch so gewachsen, dass damals in England im 17. Jahrhundert es Länderaufteilungen gab. Und um die Länder abzugrenzen, hat man halt diese Schlehen gepflanzt, weil die super, ich sag mal, günstig und einfache Bäume waren. Die sind sehr pflegearm. Die pflanzte wie eine Hecke einfach irgendwo hin. Hast eine wunderbare Abtrennung und musst dich dann um die Pflanzen eigentlich nicht mehr kümmern. Also die müssen nicht wie Apfelbäume oder Obstbäume regelmäßig geschnitten werden, sondern die wuchern einfach. Und das hat man damals gemacht. Man hat sich natürlich dann die Frage gestellt, was mache ich mit den ganzen Beeren? Und da sind die Bauern im Prinzip auf die Idee gekommen, ja, wir machen da einfach einen Schnaps draus und haben im Prinzip den ersten Aufgesetzten gemacht, indem man den ganz simpel die Beeren mit Gin eingelegt hat und ein bisschen gezuckert hat. Und das hat man getrunken. Das war damals im Adel dann etwas verpönt, denn es war halt so ein Bauernschnaps in Anführungsstrichen, hat sich dann aber über die Jahre immer weiter kultiviert und ist bis zu diesem heutigen Getränk immer populärer geworden. Also heute sieht man die auch gerne mal auf Weihnachtsmärkten oder man kann diese Flaschen kaufen mit fertigen Schlehenlikör. Und das liegt einfach daran, dass das Zeug einfach super lecker schmeckt. Ne? Dann im Mittelalter selber hat man die Schlehen tatsächlich als Heilmittel benutzt. Und in Klöstern zum Beispiel gibt es da Verweise drauf. Ich weiß gar nicht, ob die für Magenbeschwerden oder so genutzt wurden. Jedenfalls hat man die damals dort
dafür eingesetzt. Also diese Beere und der Schnaps haben also einen relativ interessanten historischen Background, was man so, wenn man den trinkt, gar nicht mehr so auf dem Schirm hat. Gut, wir haben die Beeren jetzt in dem Ballon drin. Jetzt gibt es noch einen kleinen Trick. Ich habe nämlich hier was mitgebracht, einen Hammer. Aber vorher muss ich die runtergefallenen Beeren retten. Der Hund ist da. Moment. So. Ja, ihr müsst das immer so sehen. Die hört immer, wenn ich hier in der Küche werke und die ist so verfressen, dann denkt die immer, es fällt etwas ab. So, also wir legen die Beeren jetzt hier drauf, denn wir wollen in den Schlehenlikör tatsächlich ein paar gecrushte Kerne haben. Da nicht zu viele reinmachen, denn ich glaube, die Schlehen enthalten auch Blausäure und Blausäure ist natürlich nicht gesund. Aber die Kerne geben dem Likör nochmal so einen speziellen Aroma. Also ein paar kleinen machen, ups, ist da kein Problem. Und keine Sorge, der Hammer ist zwar häufiger in Gebrauch, aber ich habe ihn ordentlich geschrubbt. Ist ja ein Lebensmittel, die wir hier verarbeiten. Da wollen wir natürlich keine Rostspuren oder sonst was im Essen haben. Also ich mache das immer mit dem Hammer. Also wer Ideen hat, wie man das besser macht, schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr da andere Möglichkeiten gefunden habt. Ups, die ist fliegen gegangen. So. Das war es eigentlich schon, das reicht. Also wie gesagt, wenn ihr da so eine Handvoll nehmt, dann ist das völlig ausreichend. Und auch das kommt jetzt wieder in den Ballon rein. Und jetzt räumen wir das mal kurz zur Seite, holen uns den Ballon und machen die Gewürze rein. Also ich mache dort eine Vanilleschote rein. Da machen wir uns auch keinen großen Akt, sondern wir nehmen die einfach und halbieren die. Und der Alkohol, der löst dann den Geschmack daraus. Dann kommen da ein paar Zimtstangen rein. Also ich würde mal sagen, wir haben jetzt 5 bis 6 Flaschen Schnaps, die nachher reinkommen. Da machen wir so 4 Stück rein. Pi mal Auge. Dann kommt der Sternanis dazu. Da habe ich tatsächlich hier noch eine angebrochene Packung. Da sind so ein paar Krümmelchen noch drin. Und irgendwo hatte ich auch noch einen ganzen rumfliegen. Da müssen wir mal gucken, ob ich den gleich wiederfinde. Der landet natürlich auch da drin. Und dann nochmal so eine, ich würde sagen, so eine Handvoll Nelken. Macht das Pi mal Auge. Wie viel sind das? 40 Stück oder so. Die landen auch da drin. So, das war's schon. Jetzt muss ich gleich nur noch den Sternanis suchen, der irgendwo ist. Vielleicht ist er auch wieder runtergefallen. Mal gucken. Keine Ahnung. Alles halb so wild. Jetzt kommt der Kandiszucker. Also da müsst ihr mal schauen, das ist immer ein bisschen Schweinerei, den einzufüllen. Ich bin mal gespannt, wie es dieses Jahr klappt. Da soll ja nicht so viel daneben fallen. Ich habe den groben genommen. Wenn ihr das Pflaumenvideo gesehen habt, da habe ich die Erfahrung gemacht, wenn man den feinen nimmt, dass der sich unten möglicherweise absetzt und sich dann nicht richtig löst. Ich weiß nicht, wenn ihr das gesehen habt, das Video, dann werdet ihr das festgestellt haben, dass das nicht so eine tolle Idee war. Deshalb nehme ich jetzt wieder den groben. Der liegt oben auf. Der braucht etwas länger, bis er gelöst wird. Aber wir haben ja Zeit. Ne? So, eine Packung. Dann machen wir noch eine zweite Packung rein. Jetzt muss ich den Hund kurz festmachen, sonst sammelt er mir den Zucker. Das ist ungesund. Okay, den Sternanis habe ich mittlerweile gefunden. Der kommt rein. Dann machen wir jetzt die zweite Packung Zucker in den Ballon. Hier ist drin 500 Gramm. Ja, dann machen wir die dritte Packung auch noch rein. Und jetzt kommt nur noch der Schnaps drauf. Und dann sind wir tatsächlich schon fertig. Also wie gesagt, ich nehme da immer irgendwas Hochprozentiges, was im Angebot ist. Ich finde, da seid ihr frei. Nehmt da einfach, was ihr gerade findet. Da muss man es nicht so genau nehmen. Wichtig ist, dass da genug Prozente hinter sind. So, die Flasche Nummer 1, die machen wir jetzt alle rein und dann sind wir auch schon fertig. So, das war's schon. Jetzt können wir den ganzen Kram noch einmal durchmischen. Hat sich der Zucker etwas verteilt und dann
kommt hier oben noch ein Gärverschluss drauf. Der ist natürlich unten im Keller, da wo ich ihn abgemacht habe. Da bringen wir jetzt den Ballon hin. Dort muss der 6 Wochen ziehen und dann machen wir ein extra Video für die Verkostung. Jetzt heißt es nur noch aufräumen, denn wenn die Frau nach Hause kommt, gibt es einen Abriss. Entschuldigung, der musste sein. Und dann sind wir auch schon fertig. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja und ihr mehr von dem Content wollt, aktiviert doch einfach die Glocke. Schreibt mir gerne was in die Kommentare, wie ihr euren Chilenlikör macht. Vielleicht habt ihr noch ein älteres Rezept als das, was ich gefunden habe. Würde mich super freuen. Und dann würde ich sagen, vielen lieben Dank und wir hören uns. Macht's gut.